Wir freuen uns, dass die neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne diese Ausstellung präsentieren darf. Die erste institutionelle Einzelausstellung von Martin Baas im deutschsprachigen Raum und seine erste, die sich mit dem Thema Zeit, respektive mit dem Thema seiner Uhren beschäftigt. Es handelt sich hier in der Ausstellung in der Realtime-Serie nicht um die klassischen Uhren, wie wir sie kennen, wo das Zeitvergehen ein automatisierter Mechanismus ist, sondern er ersetzt diesen Mechanismus durch eine manuelle Handlung. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch hinter mir an den Uhren, also den Grandfather Clocks, zu Deutsch Standuhren, dass jemand die Zeit manuell anfertigt auf dem Bildschirm. Hier in der Ausstellung zeigen wir insgesamt 11 Uhren aus seiner Serie Realtime, übersetzt Echtzeit. Uhren, die in Echtzeit funktionieren und damit ganz dem Anspruch eines Designers, dass seine Produkte zu funktionieren haben, erfüllen. Martin Baas hat die Serie Realtime mit der Sweepers Clock 2009 begonnen. Was man an der Sweepers Clock noch sehen kann, ist, dass es eine sehr starke manuelle Bewegung ist, weil man zwei Menschen in Blaumännern sieht, die diesen Staub und Schmutz vor sich hinkehren. Die Uhren bewegen sich in der Zeit, und zwar auf eine Martin Baas-typische Art. Martin Baas, manchmal er selbst, oder andere Figuren werden als Akteure in die Uhren eingesetzt und malen die Zeiger der Uhren. Und nachdem sie das gemalt haben, werden diese Zeiger auch wieder weggewischt und in die richtige Uhrzeit gebracht. Eine Besonderheit der Ausstellung stellt die sogenannte Paddington Clock dar. Die Paddington Clock wurde ursprünglich für die Paddington Station entwickelt, eine der Hauptbahnhöfe Londons. Martin Baas hat für die neue Sammlung und speziell für unser Haus eine neue Installation entwickelt, eine Art Gehäuse, in der sich diese Uhr befindet. Tritt man um dieses Gehäuse herum, sehen wir eine Tür. Und zu dieser Tür führt eine Leiter. Und hinter dieser Tür sieht man auch noch eine Figur, nämlich die Figur, die man von vorne sieht, die die Zeit malt und zeichnet. Und man schaut praktisch der Figur von zwei Seiten zu, wie sie agiert. Sie lehnt sich manchmal an die Wand, sie isst mitunter, sie nimmt ein Tuch auf, sie feudelt und so weiter und so fort. Das Interessante dabei ist, dass durch diese manuelle Handlung auch die Wahrnehmung bei uns ganz unterschiedlich ist. Es gibt welche, die wirken ein bisschen gestresster auf uns und es gibt andere, die innerhalb von einer Minute dann einen Tee trinken, einen Kaffee trinken oder Ähnliches und auf uns dadurch viel entspannter die Zeit vermitteln. Die Videoarbeiten selbst brauchen 12 Stunden, um aufgenommen zu werden. Das hat den simplen Grund, dass jede Uhrzeit auf dem Ziffernblatt einmal gezeigt werden muss. Es wird in dem Sinne aufgenommen, dass in seinem Studio eine Art Rahmen aufgespannt ist, wo die Ziffern draufstehen und die Person von einem anderen Kollegen von Martin Baas die Meldung bekommt, die Minute ist gleich um. Und dann muss derjenige die alte Minute wegwischen und die neue Minute hinmalen. Diese Uhren sind spannend, obwohl sie sozusagen langsam agieren, nämlich in der Zeit. Wenn Sie normalerweise auf eine Uhr schauen, vergeht Zeit sehr langsam. Durch die Form des Schauspiels, des Agierens, der Performance ist es geradezu spannend, diesem Mensch zuzusehen, wie es die Zeit erarbeitet.
Martin Baas verbindet viele Aspekte in seinem Werk: Kunst, Design, Handwerk. Er verbindet aber auch die Fiktion mit der Realität. Er verbindet das Sein mit der Zeit. Wir laden die Besucher und Besucherinnen ein, in dieser Ausstellung eine neue Zeiterfahrung zu finden. Und wir glauben, dass Martin Baas den Augenblick wertvoll macht.